Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und ich möchte euch heute zeigen, wie man leckere Low-Carb Kokosmakronen selber machen kann. Das ist wirklich einfach und ein schnelles Rezept für Anfänger. Zunächst schlagen wir unser Eiweiß steif. Dafür gebe ich den Schmetterling in den Mixtopf und das Eiweiß von 3 Eiern in der Größe M hinzu. Dann setze ich den Mixtopfdeckel inklusive Messbecher auf und werde zunächst die Uhr auf 3 Minuten einstellen. Temperatur, wie schon gesagt, auf 37 Grad. Und den Rührer inklusive dem Schmetterling auf Stufe 3,5 nicht über Stufe 4 erhöhen, weil dann hebt er ab. Ihr hört jetzt ein leicht plätscherndes Geräusch und das wird mit der Zeit nachlassen und das ist dann ein sicheres Zeichen, dass aus unserem flüssigen Eiweiß langsam Schnee wird. Und ihr könnt auch nach 1 bis 2 Minuten dann den Messbecher abnehmen und dann kann man auch ein bisschen auf Sicht arbeiten. Sollte nämlich die Zeit nicht ausreichen, kann man diese natürlich verlängern. Aber ich sehe jetzt schon hier in meinem Mixtopf, dass aus dem flüssigen Eiweiß langsam ein weißer Eischnee wird. Und die Temperatur von 37 Grad ist in der Anzeige auch schon erreicht. Der Eischnee ist schön steif geschlagen und wir machen jetzt in unserem Rezept weiter. Ich gebe dazu etwas Zitronensaft, circa 1 Teelöffel würde ich euch empfehlen. Es schmeckt nachher einfach etwas frischer. Dazu gebe ich 130 Gramm Erythrit und dann noch 30 Gramm Agavendicksaft. Das ist eine Mischung, die ich ganz vernünftig finde. Wer jetzt gar nicht darauf achtet, Low Carb zu leben, der kann natürlich auch Zucker verwenden. Dann wären das auch circa 180 Gramm Industriezucker. Aber ich versuche, wie gesagt, ja immer etwas Zucker zu sparen und sozusagen Kalorien zu sparen und somit auch gesünder zu leben. Deshalb heute Erythrit und Agavendicksaft. 130 Gramm Erythrit. Man könnte den jetzt noch vorher mahlen. Wahrscheinlich würde er sich dann noch besser lösen, aber bis jetzt hat das auch so immer ganz gut hingehauen. Und dazu kommen jetzt 30 Gramm Agavendicksaft. Ich setze den Schmetterling wieder ein. Ich hatte den nur rausgenommen, um euch zu zeigen, wie schön der Eischnee geworden ist. Für alle Skeptiker, ob das im Thermomix überhaupt klappt. Schmetterling einsetzen und dann wird jetzt noch einmal 4 Minuten erneut bei 37 Grad Celsius. Das ist übrigens die niedrigste Temperatur, die man einstellen kann am Thermomix und Stufe. Ich nehme mal 2,5. Weiter rühren. Jetzt soll sich das Erythrit und der Agavendicksaft lösen. Vor allem das Erythrit muss ja seine kristalline Struktur auflösen. Generell würde ich euch immer empfehlen, nicht zu arg an den Rezepten vom Cookie Duo oder aus anderen Apps zu kleben. Manchmal macht es schon was aus, welche Gewürze man zum Beispiel hat. Wenn die Gewürze schon etwas länger stehen, dann verlieren die auch an Würzkraft, dann braucht man etwas mehr. Oder ich finde zum Beispiel die Cookie Duo Rezepte sind grundsätzlich etwas salzarm. Ich brauche immer etwas mehr Salz. Ganz selten, dass ich mit der angegebenen Salzmenge hinkommen würde. Aber dafür schmeckt man ja am Ende ab. Also nicht zu sehr am Rezept kleben, lasst eure Fantasie walten und auch ein bisschen nach Gefühl kochen und backen ist natürlich auch immer ganz wichtig, finde ich zumindest. Für Anfänger sind Cookie Dough Rezepte natürlich eine ganz tolle Sache. Und ich koche ja auch gerne danach. Muss man schon nicht so viel denken, aber ein bisschen überprüfen, abschmecken und so weiter finde ich immer ganz wichtig. So, dann geben wir jetzt hier Kokosraspeln hinzu. Die habe ich schon abgewogen. Das sind 150 Gramm. Einfach hinein. Den Deckel wieder aufsetzen. Und dann rühre ich das jetzt für 1 Minute. Das sollte eigentlich reichen. Bei Stufe 2,5 unter. So, meine Masse von Kokosmakronen ist dann auch schon fertig. Das ist wirklich gar kein Hexenwerk. Der Aufwand ist recht gering. Das könnt ihr zum Beispiel auch mal machen, wenn sich
Besuch angekündigt hat. Das geht recht fix, ist ein einfaches Rezept, was auch ziemlich gelingsicher ist. Und Kokosmakronen, glaube ich, mag so ziemlich jeder. In der Cookie Dough App zum Beispiel stehen die Kokosmakronen einmal mit Zucker, einmal mit Erythrit. Es gibt 2 Versionen, die aber relativ ähnlich sind. Ohne Obladen, aber ich finde mal, Kokosmakronen müssen auf Backobladen. Ich habe hier also Backobladen in 50 mm Durchmesser. 40 würden natürlich auch reichen. Damit arbeiten wir jetzt weiter. Und zwar ist das relativ einfach. Also die Backobladen lege ich immer noch auf Backpapier, weil mir die sonst so arg schmelzen. Ich nehme jetzt mit dem Löffel einfach so eine Menge von dieser Kokosmakronenmasse und gebe die auf die Oblade. Und mit den Fingern forme ich die noch etwas. Und so mache ich das jetzt mit der ganzen Masse. Das ist wirklich gar kein Hexenwerk. Durch das Erythrit, Eiweiß und den Agavendicksaft klebt das schön. Müsst ihr einfach für euch eine gute Technik herausfinden. Gut ist immer, wenn man sie eigentlich hier vorher schon mal etwas zusammendrückt und dann auf die Oblade gibt. Ich werde mal sehen, wie viel ich herausbekomme. Und so verarbeite ich jetzt mal die ganze Masse. Ich habe jetzt meine Kokosmakronenmasse komplett verarbeitet. Für alle, die sich wundern, warum ich genau hingekommen bin, ich habe die natürlich nicht das erste Mal gemacht. Also ich weiß, dass aus der Masse, die ich jetzt da hergestellt habe, ca. 16 Kokosmakronen herauskommen quasi. Und das hat jetzt auch wieder hingehauen. Es kann natürlich mal ein bisschen mehr, eine mehr oder weniger sein, je nachdem, wie viel Masse ihr mit dem Löffelchen erwischt. In der Zeit habe ich meinen Backofen auf 150 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt werde ich diese Kokosmakronen, so wie sie sind, in den Backofen schieben, in die mittlere Schiene und sie ca. 25 Minuten bei 150 Grad backen. Die werden dann so eine leichte goldgelbe Farbe annehmen, dann ist das das Zeichen, die sind fertig. Dann sehen wir uns nach ca. 25 Minuten wieder. Bis gleich. Die Kokosmakronen haben 25 Minuten bei 150 Grad gebacken und haben jetzt so schöne goldgelbe Spitzen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie fertig gebacken haben. Nicht jeder Backofen backt ja gleich. Mit den Kokosmakronen begebe ich mich jetzt auf den Weg zu meiner Mama und dann gibt es die gleich zum Kaffee. Wie gesagt, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das ist ein schönes, schnelles Dessert, falls sich mal kurzfristig jemand zum Kaffee angekündigt hat und ihr keine Möglichkeit mehr habt, einen Kuchen zu backen oder ähnliches, dann schnell Kokosmakronen machen und in dem Fall sind die ja auch Low Carb und schlagen sich nicht gleich auf die Hüften. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.